Mein Name ist Sergei Choban. Ich bin Architekt aus Berlin und leite das Büro Choban-Voss. Das ist ja auch das Spannende in Berlin, dass man sehr viel aus verschiedenen Zeiten sieht. Man sieht leider auch sehr viele Abrisse, sehr viele Verletzungen der Straßenstruktur, der Stadtstruktur, aber man sieht auch die neuen Einflüsse aus den 60er Jahren, aus den 70er, 80er Jahren, aus der Zeit der Wiedervereinigung. Und diese, sage ich mal, bunte Mischung sieht man auch an der Möllendorfstraße, vom Löperplatz bis zum Röderplatz. Und das alles irgendwie hört sich sehr schön an, aber es sieht ehrlich gesagt ziemlich schlecht und abweisend aus, weil die Straßenräume sind sehr zerrissen. Man hat auch im Sommer beim guten Wetter eigentlich kein Interesse, keine Anregung entlang der Straße, sich zu bewegen. Und die Straßenräume sind enorm breit. Auf beiden Straßenseiten entstehen Lücken. Diese Lücken sind nicht gefüllt und wenn das Wetter nicht so toll ist, dann hat man ehrlich gesagt gar keinen Spaß, da entlang zu gehen. Ja, und unser Entwurf, der heißt klimafreundlicher Raumwandel. Der versucht ja genau den Gegenteil darzustellen von dem, was ich jetzt geschildert habe. Also der wesentliche Punkt des Entwurfs: wir reißen nichts ab, wir respektieren sehr stark die entstandenen historischen Schichten der Bebauung. Wir respektieren letztendlich auch die Querschnitte der Straßen, relativ breit, aber dennoch, da kann man aus meiner Sicht nichts machen. Und wir respektieren unbedingt auch die Verkehrsmittel, die da eingeführt sind und wohl in Gänze erfolgreich funktionieren. Also die Straßenbahn zum Beispiel, das ist schon mal von sich aus gut. Was wir machen, wir verdichten dort, wo es möglich ist, wo zum Beispiel eine offene Lücke entsteht, und da schließen wir die Kante, da lassen wir die ganzen Funktionen, auch die Nahversorgungsfunktionen selbstverständlich da, auch die Parkplätze lassen wir da. Aber wir schließen die Kanten, damit, sagen wir mal, die Begegnungslinie, wo die Menschen sich entlang bewegen, zu den Häusern freundlicher wird. Und das wollen wir eben verändern, indem wir teilweise mit leichten Konstruktionen, mit veränderbaren Konstruktionen, mit modulartigen Konstruktionen diese Räume besser fassen und angenehmer für die Menschen machen.